das wird eines der wichtigsten Investments aller Zeiten werden. Ja, es muss nicht dieses oder nächstes oder übernächstes Jahr knallen, aber es wird die nächsten 5 bis 10 Jahre sowas von viel um Rohstoffe gehen und das wird eines der besten und wichtigsten Investments aller Zeiten werden. Willkommen zurück, Leute, zu einem sehr wichtigen Video heute, denn es ist aktuell in der Marktsituation so, dass sich absolut die Geister streiten. Wo geht es im Endeffekt hin? Steigt das jetzt? Fällt das jetzt? Crasht es oder gibt es sogar erst noch eine Rallye vor dem Crash? Crasht es mit dem Zinsentscheid oder crasht es dann doch gar nicht? Ja, das ist aktuell so das Problem, einfach vor dem wir stehen, und auch charttechnisch stehen wir häufig zwischen zwei Leveln und da muss man natürlich sagen, diese Einwände sind absolut berechtigt oder besser gesagt, diese Zweifel sind absolut berechtigt, denn wir stehen aktuell wirklich zwischen zwei Stühlen und ich würde sagen, wir schauen uns das auch gemeinsam an und vor allem, wie ich jetzt an dieser Stelle vorgehen würde, was möglicherweise jetzt doch gute und wichtige Investments oder sagen wir mal sichere Investments sind. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los. So, ihr seht ja hier den Gold- und Silberchart jetzt aktuell gerade zur Videoaufnahme wieder total am Anziehen. Ja, zumindest ein neues High hier gemacht oder kurz davor ein weiteres High hier nochmal zu machen, auch beim Silberchart. Also auch Edelmetalle sind gerade wieder gut gestiegen aus den letzten Bereichen hier unten. Und das Entscheidende daran, warum stehen wir denn eigentlich genauso zwischen zwei Stühlen, ist nämlich folgendes. Denn wir haben ja zuletzt gesehen, dass die Fed bzw. die US Treasury eingegriffen hat, zum ersten Mal angegeben hat, hey, als die Anleihen, schauen wir uns das hier auch nochmal an, am absoluten Höchststand waren, nämlich auf dem Höchststand von 2007, also der Höchststand seit 19 Jahren mit 5,32% Rendite auf 30-jährige Staatsanleihen. Das war dementsprechend zu viel, wo man gesagt hat, okay, dieser Wert ist erreicht, jetzt müssen wir eingreifen. Und daraufhin sind Edelmetalle natürlich super gepumpt, auch Bitcoin ist stark gepumpt, denn ja, es wurde natürlich bekannt gegeben, dass langjährige Staatsanleihen nun auch zurückgekauft werden und wir sind im Endeffekt an einem kompletten Kollaps, was den Dollar natürlich betrifft. Das hat zu einer Dollarschwäche geführt, was unsere Gegenpaare Gold, Silber, Bitcoin etc. natürlich massiv gepusht hat. So, das Problem an dieser Stelle ist jetzt, dass dieser Eingriff alleine aber nicht wirklich genügt hat, denn wir sehen ja jetzt auch schon wieder, das ist natürlich das, was es ausgelöst hat. Wir stehen allerdings jetzt schon wieder ein wenig höher. Das heißt, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten an dieser Stelle. Entweder man lässt das ganze System halt komplett kollabieren und dann ist richtig Wirtschaftskrise wieder am Start. Oder man zögert das halt noch wieder weiter hinaus, indem die Fed tatsächlich QE dann auch wirklich fährt und sogar den Money Printer als nächsten Schritt dann wieder anschmeißt. Sprich, wir bei den langjährigen Staatsanleihen lange dicke rote Kerzen bekommen werden und das nochmal so eine richtig fette Rallye an dieser Stelle auslöst, wenn natürlich Liquidität in den Märkten hinzugepumpt wird, also wenn die Fed eingreift und die Gelddruckmaschinen wieder anschmeißt. Auf der anderen Seite stehen wir aber eigentlich eher kurz vor einer Zinserhöhung, was wiederum ja schlecht für die Märkte wäre, denn die Inflation ist nicht eingedämmt oder sie ist nur temporär eingedämmt, der Ölpreis steht immer noch hoch, möglicherweise demnächst auch noch wieder steigend, je nachdem, ob das nochmal mit USA und Iran eskaliert und scheinbar soll es das ja laut den letzten Aussagen, die wir dort bekommen haben. Und deswegen ist es halt wirklich schwierig gerade zu sehen. Wir haben ja schon darauf spekuliert, dass Donald Trump auf jeden Fall über die Midterm-Wahlen hinauskommen möchte, bevor es eine Zinserhöhung gibt. Die Midterm-Wahlen sind am 3. November. Das heißt, er müsste noch 2 FOMC-Meetings, nämlich das am 16. September und kurz davor den 28. Oktober, überleben, sodass keine Zinserhöhung kommt. Aktuell hat das auch noch die größte Wahrscheinlichkeit, dass sowohl im September als jetzt auch dann kommend im Oktober erstmal nichts passiert und die größte Wahrscheinlichkeit für den Dezember dasteht. Das deutet halt mehr oder minder darauf hin, dass wir erstmal eigentlich noch weiterhin steigende Kurse bekommen. Auf der anderen Seite, wir haben es uns auch schon tausendfach angeschaut, also der Nasdaq, ich kann es mir halt auch beim besten Willen einfach nicht mehr vorstellen, dass wir hier nochmal um 10.000 Punkte weiter so steigen und es einfach so weitergeht, ohne einen Crash oder mindestens mal eine etwas länger anhaltende Korrektur an dieser Stelle. Aber wenn natürlich der Money Printer auf der anderen Seite angeschmissen wird, QE gefahren wird, dann wird das künstlich alles noch wieder weiter aufgebläht und es kommt erstmal noch eine Rallye, bevor sie dann austoppt und ein Crash kommt. Das heißt, der Crash ist unausweichlich, aber er wird schlicht und ergreifend nach wie vor weiterhin hinausgezögert und hinausgezögert und hinausgezögert. Denn die USA ist mittlerweile mit $40 Billionen
Billionen Dollar verschuldet. Das ist der absolute Höchstwert. Und nicht nur das, sie können noch nicht einmal mehr Zinsen für die Schulden bedienen. Aber ja, das ist grundsätzlich auch nichts Neues. Das ist auch schon letztes Jahr und in dem Jahr davor so gewesen und es ist halt trotzdem nicht so gecrashed. Es gab immer mal wieder Korrekturen, so wie auch zur Zollphase da von Donald Trump im April zum Beispiel, von Februar bis April. Aber im Endeffekt, ja, so dieser eigentliche Crash, der schon lange, lange ansteht, der kommt einfach irgendwie nicht. Und man muss auch ganz klar sagen, wer jetzt auf Crash-Propheten, so Michael Burry und so, gehört und gesetzt hat, der hat die ganze Rallye komplett davor nicht mitgenommen und das ist natürlich sehr schade. Und deswegen, ja, stehen wir einfach schlicht und ergreifend im absoluten Zwiespalt. Ein Crash ist längst absolut überfällig, aber es wird offensichtlich immer weiter und weiter noch hinausgezögert und wenn die Fed eingreift und den Money Printer anschmeißt, dann ist es eher bullish für die Märkte. Deswegen, ich kann es euch auch nicht sagen, ob der Bitcoin jetzt gerade steigt, ob er fällt. Ne, deswegen habe ich euch ja im letzten Video auch gesagt, wir stehen auch da zwischen zwei Stühlen eigentlich in dem Fall. Gibt es erst $83.000, also brechen wir das vorherige High und wir haben einen Trendumbruch und es kommt tatsächlich erst noch diese gerade angesprochene Rallye, bevor es crasht nochmal. Oder geht es direkt wieder runter hier auf die 68.000 und wir bestätigen nach wie vor den bärischen Trend mit weiterhin, Lower Highs, Lower Lows, Lower Highs, Lower Lows mit zu einem nächsten Lower Low, wo die Matrix, ja, die bekannte Grafik wieder aktiv wäre. Das alles noch im Takt ist, was den 4-Jahres-Zyklus betrifft. Oder ist es halt diesmal wirklich anders, geht es jetzt tatsächlich wieder los? Und da bin ich ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie das in diese Richtung hingeht. Und ich kann euch nur sagen, was ich da an dieser Stelle mache. Und das ist entsprechend Sparpläne laufen lassen. Die Sparpläne lasse ich auf jeden Fall laufen, wie auch vorher schon. Wenn es jetzt losgeht, ja, dann habe ich so oder so nicht den Entry verpasst, weil mein Sparplan ist hier die ganze Zeit ausgelöst worden. Ich habe so oder so deutlich mehr Bitcoin im Portfolio als vorher über die letzten 6 Monate. Das gleiche betrifft meine Edelmetalle, das gleiche betrifft meine ETFs und Dividendenaktien. Ich habe überall permanent gekauft. Natürlich liegt auch bei mir noch großes Kapital an der Seitenlinie. Das, ja, wenn es jetzt losgeht, natürlich schade wäre, wenn man es nicht in Bitcoin geschmissen hat. Aber im Endeffekt, ich möchte auch lieber auf Nummer sicher fahren, als dass man dann da auf die Fresse bekommt. Denn es ist für mich persönlich zumindest gerade aktuell unklar, wie geht es aus? Gibt es jetzt erstmal noch eine vorzeitige Rallye über die Midterm-Wahlen hinaus, dass Trump das noch weiterhin hinauszögert und dann kommt erst entsprechend der Crash? Oder wird es genauso schnell, wie das jetzt in der letzten Woche gestiegen ist, später mit dem Börsenopening und im Laufe der Woche auch alles wieder abverkauft werden? Ich selber weiß es gerade aktuell nicht. Und genau deshalb mache ich hier aktuell an dieser Stelle Piano und lasse lediglich meine Sparpläne laufen. Und wo ich mich tatsächlich drauf fokussiere, das sind Rohstoffe. Weil das ist ein Thema, da können wir Gift drauf nehmen, dass die in Zukunft steigen werden. Und zwar deutlich und langfristig steigen werden. Das wird niemals die übernatürliche Rendite sein im Endeffekt, auch wenn Silber das zwischenzeitlich gezeigt hat, dass man auch von $18 mal eben so auf 120 hochziehen kann. Aber das kann ich euch sagen, auch wenn es vielleicht noch nicht dieses Jahr, vielleicht nicht nächstes, vielleicht nicht übernächstes Jahr der Fall sein wird, aber wir werden langfristig nach hinten raus, und das ziemlich sicher, in einem ziemlichen Rohstoffkrieg enden. Ja, ob man das hören möchte oder nicht. Und es wird unfassbar viel, nahezu ausschließlich wahrscheinlich um Rohstoffe gehen, gerade zwischen China und den USA. Das hat China im letzten Jahr ja schon mal gemacht, dass sie Exportbeschränkungen auf seltene Erden rausgegeben haben. Seltene Erden werden als Geisel gehalten. Da hat China ein absolutes Monopol. Das gleiche war zwischenzeitlich mal mit Silber, was den Silberkurs natürlich auch so krass beflügelt hat. Und das sind entsprechende Themen, das wird weiter so laufen. Deswegen sage ich ganz klar, Rohstoffe ist auf jeden Fall eine sichere Wette. Und damit meine ich nicht nur Gold und Silber, sondern entsprechend auch seltene Erden. Ja, können wir da ja mal ebenfalls in die Kurse schauen. Das hat schon einen Grund, warum wir alle auch da nahe des All-Time-Highs stehen, bei zum Beispiel Terbiumoxid oder bei Dysprosium. Das war eines der Metalle, was China da als Geisel genommen hat. Wir haben es gesehen, da hat sich mal eben so verdreifacht, nur aufgrund eines Announcements. Und das ist meiner Meinung nach erst noch der Anfang. Und generell mit Rohstoffen kann man wenig falsch machen. Favoriten für mich sind ohnehin dann Neodymium. Das war etwas, womit ich in der Vergangenheit schon sehr, sehr gut Rendite gefahren bin. Ja, ich habe ja Anfang 21 angefangen zu kaufen hier und die letzte Rallye davon noch mitgenommen, dass das so krass gestiegen ist hier an der Stelle. Neodymium allerdings aktuell sehr stark in der Korrektur, was seltene Erden betrifft und genauso auch Praseodymoxid. Ebenfalls gerade in der Korrektur im Vergleich zu Dysprosium und Terbium stehen sie nicht am All-Time-High. Also das ist eines meiner Favoriten-Investment hier aktuell. Seltene Erden, Rohstoffe
das wird sowas von durch die Decke gehen. Darunter gehört auch Kupfer, Eisenerz etc. Das ist einer der Gründe, warum meine Favoriten-Dividendenaktie auch seit einem guten Jahr die BHP Group ist. Gerade ein neues All-Time-High wieder gemacht. Ne? Also Bergbauunternehmen spezialisiert auf Kupfer und Eisenerz. Ja, es muss nicht dieses oder nächstes oder übernächstes Jahr knallen, aber es wird die nächsten 5 bis 10 Jahre sowas von viel um Rohstoffe gehen und das wird eines der besten und wichtigsten Investments aller Zeiten werden. Denn wenn es wirklich so ist, dass ein Crash kommt, auch wenn er vielleicht 2-3 Jahre später kommt, weil es wird der Moneyprinter erst angeschmissen und erst kommt doch nochmal eine Bitcoin- und Aktienrally und. Kann alles sein. Ich weiß es nicht, ja. Aber was ich ganz sicher weiß, ist, dass die langfristig wichtig sein werden und sehr gut performen werden. Und vor allem genau dann, wenn nämlich tatsächlich der Crash kommt, als Gegenspieler, wenn wieder alle massiv in Gold und Silber flüchten werden und vor allem auch in Rohstoffe, ja. Anleger flüchten, ja, die großen Fische, auch Banken und ganze Staaten etc. investieren nicht nur in Gold und Silber, sie investieren auch in seltene Erden vor allem. Und wir sehen ja auch da, dass es gerade in überdurchschnittlicher Geschwindigkeit auch bei Gold und Silber wieder losgeht, was eigentlich für die Märkte an und für sich nicht so ein gutes Zeichen ist, wenn alle eher umschichten und schauen, dass der sichere Hafen wieder attraktiv wird. Deswegen, wer auf jeden Fall die sichere Linie fahren möchte, ich werde auf jeden Fall meine Position in Gold und Silber und seltenen Erden weiterhin aufstocken. Insbesondere seltene Erden kann man über Granvalora kaufen, auch zu einem Sparplan von gerade mal 25 €. Das ist super anfängerfreundlich. Bei den meisten Händlern ist es generell erstmal gar nicht zur Verfügung. Man kommt häufig erst allerfrühestens ab einem 4-stelligen Investment da rein, weil es sich sonst einfach für den Händler gar nicht lohnt. Und dementsprechend, ich bin froh, dass ich die seit über 5 Jahren jetzt ins Portfolio mit aufnehme. Auch damit mittlerweile eine gute Rendite im Endeffekt erzielt habe. Und das werde ich auch weiterhin. Das wird eines der wichtigsten Investments aller Zeiten werden. Auch wenn es vielleicht nicht in den ersten 2-3 Jahren die krasseste Rendite abwerfen wird. Aber darum wird es unfassbar krass gehen. Insbesondere, wenn USA und China sich mal so richtig in den Haaren haben werden. Das wollen wir alle nicht sehen, aber ich denke, dass es so ziemlich unausweichlich ist, dass das früher oder später kommen wird. Wahrscheinlich sogar zu einem Machtwechsel. Und auch wenn es noch 20 Jahre dauert. Was das Thema Granvalora und seltene Erden betrifft, gibt es aktuell immer noch einen 10% Rabattcode. Der gilt noch bis Ende des Monats. 7 Codes sind entsprechend noch über. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung oder auch im angepinnten Kommentar. Schreibt mir eure Meinung dazu einfach mal in die Kommentare. Was denkt ihr? Ja, sehen wir tatsächlich jetzt erst noch eine Rallye, bevor es dann scheppert? Oder wird es gar nicht mehr scheppern? Oder wird es doch nächste Woche schon scheppern? Schreibt mir eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Die Experten sind zwiegespalten. Die Märkte sind offensichtlich auch zwiegespalten. Und ja, ich bin ehrlich, ich bin's auch. Ich bin gerade in einer Situation, wo ich selber nicht wirklich weiß, wo es hingeht. Und das habe ich wirklich sehr selten. Also, ich bin super gespannt auf eure Kommentare. Lasst mir immer gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Ciao.